Hallo meine lieben Freunde, dies ist die allererste Reihe populärwissenschaftlicher Videos, die von einer Person in 33 Sprachen erstellt wurden. Ich erstelle alle meine Videos ausschließlich mit maschinellen Übersetzen, ohne Hilfe von anderen Menschen. In Zukunft werde ich Ihnen von meiner Methode des Sprachenlernens erzählen, aber jetzt werde ich über ein faszinierendes altes Rätsel sprechen. Woher kommen die Bäume? Die Menschen begannen vor Tausenden von Jahren, diese einfache Frage zu stellen, aber die Antwort auf dieses uralte Rätsel ist schon heute überraschend. Die erste offensichtliche Antwort scheint sehr einfach zu sein. Bäume wachsen aus Samen. Wenn Sie eine Eiche wachsen lassen wollen, nehmen Sie eine Eichel, legen Sie sie in den Boden und holen Sie sich einen Baum. Aber das ist nicht genug. Aus einer winzigen Eichel, die nur wenige Gramm wiegt, wächst eine riesige Eiche, die mehr als 10 Tonnen wiegen kann. Woher kommt die ganze Masse? Die zweite Antwort ist ebenfalls einfach, wahrscheinlich aus dem Boden. Der Baum kann nicht herumlaufen auf der Suche nach Nahrung, er kann nur seine Masse vom Boden darunter bekommen. Richtig? In Wirklichkeit nein. Wasser kommt natürlich meistens aus dem Boden, durch die Wurzeln. Aber was ist mit der Struktur des Baumes selbst? Was ist mit dem Großteil der trockenen Masse seines Holzes? Schon vor Tausenden von Jahren wussten die alten Griechen und Römer, dass wenn ein wachsender Baum einfach die Erde um seine Wurzel herum hochzog, schließlich eine riesige Grube unter diesem Baum entstehen würde. Wenn Sie unter einem Baum stehen, schauen Sie sich einfach die massive Struktur über Ihrem Kopf an und stellen Sie sich vor, dass all diese Masse vom Boden unter Ihren Füßen kommt. Das sollte eine Grube von mehreren Kubikmetern Volumen verlassen. Und doch bleibt der Boden flach, während von der Eichel, die Sie in den Boden gepflanzt haben, ein Baum einfach weiter wächst und wächst. Es scheint, als ob die Masse der wachsenden Eiche aus dem Nichts erscheint. Erscheint es aus der Luft? Und ja, das ist genau die erstaunliche Antwort auf das Rätsel. Bäume erhalten die Hauptkomponente ihrer Struktur aus der Luft. Wie passiert es also? Durch einen Prozess namens Photosynthese. Die Körper aller Lebewesen auf unserem Planeten sind aus kleinen Molekülen aufgebaut. Proteine, Kohlenhydrate, Nukleinsäuren, Fette und andere Arten. Alle von ihnen sind einfach kleine Ketten von Kohlenstoffatomen mit angehängten oder inserierten Atomen von Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Phosphor und anderen Elementen. Aber wo kannst du den Kohlenstoff bekommen, um sie zu machen? Aus unserer Atmosphäre, aus Molekülen von Kohlendioxid. Pflanzen, Algen und Cyanobakterien greifen Kohlendioxidmoleküle aus der Luft, reißen Sauerstoff ab, geben ihn in die Atmosphäre zurück, damit wir ihn atmen können, und erzeugen kleine Moleküle aus Kohlenstoffatomen. Zum Beispiel Glucose, die verwendet wird, um Zellulose, die Hauptkomponente von Holz, zu machen. Ist das nicht erstaunlich? Wasser ist eine Flüssigkeit, Kohlendioxid ist ein Gas, sie sind schwach und vergänglich. Aber wenn sie zu komplexen Strukturen kombiniert werden, können sie zu mächtigen Bäumen werden. Und Wasser, das die Bäume aus dem Boden holen, kommt auch aus der Luft als Wasserdampf, der kondensiert und als Regen auf der Erde fällt. Und Stickstoff, der zur Herstellung von Proteinmolekülen benötigt wird, wird auch aus der Luft von Bakterien entnommen, die in der Nähe der Wurzeln der Bäume leben, in einem Prozess, der als Stickstofffixierung bezeichnet wird. Wenn der Baum wächst, verwandelt sich die Luft um ihn herum in den Baum. Wenn der Baum brennt oder zerfällt, kehrt der größte Teil davon in die Luft zurück. Und das gilt auch für alle Pflanzen. Und wir, Menschen und Tiere, essen Pflanzen und bauen unsere eigenen Körper aus ihnen heraus. So wird letztlich auch die Struktur unseres eigenen Körpers aus der Luft gebaut. Betrachten Sie an einem sonnigen Tag den blauen Himmel und die weißen Wolken und stellen Sie sich vor, dass Ihr Körper hauptsächlich daraus besteht. Ihre Strukturmoleküle entstehen aus der Luft, die Sie als blauen Himmel sehen. Das Wasser kommt aus den Wolken und das Sonnenlicht liefert die Energie. Auf der anderen Seite, wenn wir auf einem alten Friedhof stehen, auf dem viele Bäume wachsen, denken wir vielleicht, dass die Leichen der Verstorbenen unter der Erde liegen. Aber wir hatten Unrecht.
Calciumphosphat, das anorganische Material, das unsere Knochen hart und stark macht, bleibt wirklich dort, aber andere komplexe Strukturen, von Geweben bis zu Molekülen, zerfallen und werden von den Pflanzen, die wir um uns herum sehen, wieder aufgenommen. Die Leichen der Toten auf einem Friedhof liegen nicht im Boden unter unseren Füßen, nein, sie sind zu Zweigen und Blättern am Himmel über unseren Köpfen geworden. In einem berühmten Roman von Stanislaw Lem gibt es einen Planeten namens Solaris, bewohnt von einem intelligenten Ozean. Wissenschaftler, die auf einer Raumstation leben und den Planeten erforschen, bekommen merkwürdige Besucher, die wie vertraute Menschen von der Erde aussehen. Der Ozean auf Solaris kann diese Besucher nur aufgrund der Informationen erzeugen, die er aus den Gehirnen der Menschen sammelt. Dies ist natürlich Science Fiction, aber es gibt einen realen Planeten, der von einem Ozean bedeckt ist, der komplexe Strukturen erzeugen und sie wieder auflösen kann. Und dieser Planet ist die Erde. Der Ozean ist die Atmosphäre, die Information ist unsere DNA und die Strukturen sind wir alle, die Lebewesen auf der Erde. Der Kohlenstoff unseres Planeten zirkuliert zwischen zwei Zuständen: einfachen Kohlendioxidmolekülen, die in die Atmosphäre gelöst sind, und komplexen organischen Molekülen in unserem Körper. Und dieser Prozess geht kontinuierlich weiter. Selbst jetzt, wenn ich mit Ihnen rede, atme ich das Kohlendioxid aus, das aus der Oxidation von Kohlenstoffketten stammt, die ich aus der Nahrung gewonnen habe und die vor Monaten oder Jahren von einigen Pflanzen erzeugt wurden. Einige der Kohlenstoffatome, die ich gerade ausatme, waren tatsächlich Teil meines eigenen Körpers. Strukturelle Proteine brechen aus verschiedenen Gründen auf und werden von meinen Zellen als Treibstoff verbraucht, wodurch Kohlendioxid entsteht. Mit jedem Wort und jedem Atemzug vervollständige ich den Zyklus, über den ich in diesem Video spreche, und bringe einen Teil von mir zurück in die Atmosphäre. Ekklesiastes hat gesagt, dass unsere Körper aus dem Staub kamen und zum Staub zurückkehren sollten. Und wir können sagen, dass unsere Körper aus der Luft kamen und mit jedem Atemzug in die Luft zurückkehren.